November 2008. Oh, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein Vorläufer zu Slender? Ich kann mich nicht viel vom Fleck bewegen. Ich kann nur... Okay, auf die Wiese kann ich nicht. Ich kann nur den Weg entlang... Alter, wenn da jetzt einen Jumpscare bekommst. Es ist nämlich schon um 9 am Abend. Du betrittst nun... Kann ich immer noch nicht links und rechts? Okay. Kann ich... And that's it. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games and I promise you'll see what makes it interesting. What the fuck? Einfach nur du betrittst nun und aus. Was zum Teufel? Oftentimes Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. Unsinn in allen Richtungen. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Unsinn in allen Richtungen, das wollen wir mal sehen. Kann ich da runterfallen? Nee, okay. Wenigstens so freundlich eine unsichtbare Wand zu machen. Also ich glaube, ich sollte eigentlich die Stufen hochgehen. Ich will gucken, ob er irgendwas da hinten versteckt hat. I know it's tempting, but there's actually nothing over here. Sorry. Oh. Außer gruselige Geräusche. Alter, ich sag's euch, wenn es sich am Ende herausstellt, okay, nee, er hat ja schon gesagt, vielleicht kann er mit dem Spiel inspirieren, dass der Typ wieder zum Spielerprogrammieren anfängt. Aber ich wollte gerade sagen, wenn es sich am Ende herausstellt, dass der Typ längst tot ist, der die Spiele gemacht hat, dann heul ich. Aber ja, eigentlich hat er schon gesagt, dass er noch irgendwo da ist. Ich hoffe aber, dass der Typ weiter Spiele macht, weil mir gefallen die jetzt schon, auch wenn es nur kleine Spielereien sind. Ich mag genau sowas. Also Spiele, die eigentlich keine Spiele sind, sondern... Keine Ahnung, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was das für ein Typ ist, der die Spiele gemacht hat. Und wie der drauf ist, aber... Alter, ich werd immer langsamer, oder? Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Ich glaube, ich will nicht Enter drücken. Ich will das Spiel so spielen, wie es der Typ gedacht hat. Obwohl das jetzt so wahrscheinlich das langweiligste Video überhaupt wird. Wenn das schon Part 2 ist, dann ist Part 2 der langweiligste bis jetzt wahrscheinlich. Ach fuck it, ich mach's einfach. Sonst dauert das zu lang. Okay, was ist da jetzt drin? Tür geht zu. Im X stehen 3 Stunden lang eine Piano stand. Ein Spiel in den Gegenständen. Ein Spiel, das nur du läufst herum und redest Leuten ihre Träume und Hoffnung aus. Schließt in einem Spiel sperrt die Tür in einem A room that's warm and nice and filled with little ideas for games. Coda would often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Du beginnst in einem kleinen Raum, bis du merkst, dass du einfach durch die Wände gehen kannst. Ich wollte das noch lesen! Auf die Fische, fertig, los. Okay, ist das jetzt ein Angelsimulator? Ich glaube, so normal wird's nicht. Aber ganz ehrlich, so einem Typ, der solche Spiele macht, dem würde ich echt gerne mal die Hand schütteln. Obwohl, ich habe noch nicht alle seine Spiele gesehen. Wenn irgendwann ein Jumpscare kommt, dann ziehe ich das Angebot zurück. So. Muss man well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Also da ist ein Hebel. Wenn ich den drücke, geht die Tür auf. Und da ist Rauch im Boden. Die Tür geht nicht auf. Okay, zurück kann ich wahrscheinlich nicht, oder? Okay.
Hat das Holz irgendwas damit zu tun, damit ich die Tür aufkrieg? Moment. Vielleicht kann ich einfach... Was ist, wenn ich mich da einsperre? Oh. Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. Okay. War er einfach zu unkreativ, sich andere zu überlegen, oder? Nee. So. Und jetzt, was ist in dem Raum? Ist da auch ein So Puzzle? that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. So wie All right, Portal. now I'm going to modify the game again, so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Okay. Schauen wir mal, was passiert. What the fuck? Alter, warum How hat er about da... that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Ach du Scheiße. Warum hat er so viel da reingetan, wo man nicht hin kann? Gott, ich brauche einen Moment, das zu verdauen. Wartet kurz. Okay, ich bin wieder da. Sorry, ich musste gerade eine kleine Notdurft erledigen, weil wir wieder im Slender-Level sind und ich wollte nicht, dass ein Malheur passiert irgendwann. So, du verlässt nun. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Alter, sogar eine Verbindung zwischen den Spielen. Das sind nicht Spielereien. Was wollte er eigentlich mit seinen Spielen? Oben geblieben ist noch keiner. What? What? Wo bin ich? Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Streetwise Fool. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Okay, es ist also rumgeblieben ist noch keiner. Wir haben keine andere Wahl, als nach unten zu gehen. Also, ja, der Titel hat nicht gelogen. Aber was ist... Warte mal. Was ist denn da? Achso, das ist die andere Tür. Ach Gott. Gehen wir halt mal nach unten. Aber was ist das bitte? Können wir da runterfallen? Ich will das nicht probieren, weil dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr rauf. Ich will ja von dem Spiel immer so viel wie möglich sehen, wie man kann. Oh, das wäre es jetzt schon fast gewesen. So. Jetzt da runter.
frage mich, ob er einen wieder raufbringt, wenn man einfach ins schwarze Nirvana fällt. Aber ich will es nicht probieren, weil vielleicht ist dann das Spiel einfach aus und ich sehe nicht mehr. Ah, das ist jetzt nicht so long boxy Corridor mäßig, wie er zuerst erklärt hat. Oh, oh. Sag mal, kann ich darüber? Auf das Graue? Ja. Okay, das war's. Okay, das wäre nur ein ewig langer Pfad gewesen, bis wir irgendwann sowieso da angekommen wären. Okay, ja, nur weil ich auf die graue Box springen wollte da. Okay, da ist Glas. So, jetzt haben wir wieder einen Korridor. Aber so long boxy Corridors, das sah man halt in Half-Life, glaube ich, auch oft. Das ist ja auch mit dem Source Engine gemacht und so. Und ich glaube, Two-Fort aus Team Fortress 2 brauche ich gar nicht erwähnen. Was war das? Keine Ahnung. Irgendwas hat gerade gequietscht. Okay, da haben wir jetzt wieder einen sehr langen Korridor. Oh, das ging zuerst auf und jetzt wieder zu. Ich frage mich wirklich, ob der die Musik auch selbst dazu gemacht hat oder ob die Musik normalerweise... Ob das Spiel vielleicht normalerweise komplett ohne Musik war. Das frage ich mich. Da hätte ich rausgekonnt, oder? Aber ich will das Spiel so spielen, wie es gedacht ist. Achso, nee, konnte ich wahrscheinlich nicht, weil da unsichtbare Wände sind. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. What the fuck? If you don't mind, I think we're gonna skip that. Der hat da echt eine Stunde gewartet, oder? You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There was. Oh mein Gott. Wie gesagt, dem Typen würde ich echt gerne mal die Hand schütteln, der die Spiele gemacht hat. Mir gefällt seine Denkweise. Ich frage mich aber trotzdem noch, ob die Geschichte vielleicht komplett erfunden ist und der das Spiel alles selber gemacht hat, aber ich kaufe sie ihm ab, ganz ehrlich. Ich kaufe ihm das ab, dass er wirklich einen Freund hat, der die ganzen Spiele da gemacht hat. Auch wenn es sehr komische Spiele sind. Aber eine Stunde in dem Gefängnis warten, da kommt doch keiner drauf. Spätestens nach, weiß nicht, 5 Minuten, schätze ich mal, drehen doch alle das Spiel dann ab. Wenn sie das nicht wissen, vorausgesetzt. So. It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. Okay, warum baut er das gleiche nochmal ein? Okay. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Ja, er war einfach faul, oder? Nee, ich glaube, da ist schon mehr dahinter, weil irgendwie das Rätsel hat ins letzte irgendwie besser reingepasst. Obwohl ich immer noch nicht verstehe, das hat mich bis jetzt am meisten verwirrt, warum da so viele Gänge außerhalb war, zu denen man nicht mal hin konnte und sie nicht mal sah. Hat er das schon für später geplant oder hat er das Spiel stehen gelassen? Weil irgendwie... glaube ich das nicht. Was zum Teufel? Hören. Hey du, kommst du von oben? Was ist da oben? Sprechen. Ja, ist eine Welt. Ja, da war ein riesiges Gefängnis, in dem ich stundenlang festgehalten. Ja, da schwebten diese farbigen Klötze herum. Ich nehme mal, ja, da gab es eine Welt, die ganz weiß war.
Das ist die Welt da oben. Du warst wirklich dort. Jetzt was wichtig ist. Musstest du ein Rätsel mit 2 Türen und Schalten lösen? Ja, war das allerletzte, was ich getan habe, bevor ich hierher kam. Nein, an ein Rätsel erinnere ich mich nicht. Darüber möchte ich nicht mit dir reden. Schließlich kennen wir uns doch gar nicht. Ich bin mal ehrlich. Perfekt, jetzt sag uns bitte, wie du es gelöst hast. Verrat uns die Lösung. Sag uns, wie man auf die andere Seite kommt. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gelöst habe. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Ich habe es nicht gelöst. Jemand anders hat mich durchgelassen. Glaub mir. Da hinüber möchtest du nicht gehen. Ich glaube, ich werde die 3 nehmen, weil da ja das Gefängnis gleich war. Glaub mir, da hinüber möchtest du nicht gehen. Oh nein, aber das ist wichtig. Wir müssen dorthin kommen. Verstehst du nicht? Das ist das Wichtigste auf der Welt. Wir müssen aus diesen Gefängnissen kommen. Es muss ein Ende geben. Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche. Oh, die Tür ging auf. Gott, irgendwie tun die Leute mir leid. Schade, dass ich nicht raufkomme. Ich hätte nämlich gern gesehen, was zum Beispiel hinten steht oder ob da überall noch Hören und Sprechen steht. Oh, es gibt mehr Dialog. Hallo? Hallo, wie bist du hierher gekommen? Musstest du dazu ein Rätsel lösen? Ja, möchtest du die Lösung wissen? Nein, ich bin schon die ganze Zeit hier. Ja, möchtest du die Lösung wissen? Nein, wir finden den schwarzen Bereich zwischen den Türen hier viel interessanter. Hast du ihn schon gesagt? Warum sollte mich der Bereich zwischen den Türen interessieren? Jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, dass es irgendwie komisch war, als ich da durchkam. Ich erinnere mich nicht an einen Bereich. Ich nehme 2, weil den habe ich ja am Anfang schon ein bisschen komisch gefunden. Denk nicht zu lange drüber nach. Du wirst es bald sehen. What the Also das Rätsel mit den Türen, jetzt sage ich nicht mehr, dass einfach nur faul war. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Jetzt nochmal kurz, was mir gerade eingefallen ist. Wenn der einen Freund hat, der solche Spiele macht, dann wundert es mich nicht, dass er mit sowas Genialen wie Stanley Parable irgendwann ankam. Irgendwie kommt mir der Ort bekannt vor. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Okay. Also nächstes Spiel nehme ich an.